Das Space Race wird diverser. Der neue Wettlauf ins All wird nicht mehr nur zwischen Amerika und Russland ausgetragen. Nein, auch China ist mit dabei. Und Indien und Saudi-Arabien, Japan, Kanada, Australien, Brasilien. Aber wo steht eigentlich Europa? Heute reden wir über die europäische Raumfahrt. Über Zukunftsvisionen und welche Schritte notwendig sind, damit sie auch Wirklichkeit werden. Moin! Ich setze mich dafür ein, dass das internationale Weltraumrecht ein Update bekommt. Und die Weltraumpolitik, ganz ehrlich, die steht noch komplett am Anfang. In Deutschland und in Europa gibt es eigentlich nur eine Handvoll PolitikerInnen, die das Thema ernsthaft auf dem Schirm haben. Aber immerhin, es kommt jetzt auch mehr und mehr Bewegung in die Sache. Bei den Grünen haben wir letztes Jahr unser neues Grundsatzprogramm beschlossen. Da sind die ganz großen Leitlinien festgeschrieben, nach denen wir unsere Politik ausrichten wollen. Gemeinsam mit rund 40 MitstreiterInnen habe ich mich dafür eingesetzt, dass das Thema Space da auch reinkommt. Wir haben damit den Grundstein dafür gelegt, dass wir eine grüne Weltraumpolitik betreiben. Und wir haben uns als Partei ganz klar dafür ausgesprochen, dass wir in der Raumfahrt einen zentralen Sektor für Forschung und Innovation sehen, und wir haben uns dafür ausgesprochen, dass wir diesen Sektor in ganz Europa stärken wollen. Gemeinsam mit meiner Fraktion pushe ich das Thema natürlich auch auf europäischer Ebene. Als erste Fraktion überhaupt haben wir jetzt gerade ein Positionspapier zur Weltraumpolitik verabschiedet. Weil wir wissen, dass im weltweiten Rennen um Einfluss und ja, auch Macht im All Europa seine Rolle neu finden muss. Wir wollen, dass Europa ein Friedens- und Forschungsmacht im Weltall ist. Und wir wollen, dass Europa eine Garantin für Freiheit, Gerechtigkeit und Offenheit ist. Auf der Erde genauso wie im Weltraum. Damit uns das gelingt, muss die europäische Politik viel mehr im Weltraum tun. Die EU braucht mehr Kompetenzen in der Raumfahrt. Wir brauchen ein europäisches Raumfahrtgesetz und wir müssen die ESA und die nationalen Raumfahrtagenturen besser verknüpfen. Mehrere europäische Staaten arbeiten ja jetzt gerade an eigenen Weltraumgesetzen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, 27 unterschiedliche Gesetze für die unendlichen Weiten des Weltalls, das macht überhaupt keinen Sinn. Ganz abgesehen davon, dass zum Beispiel Luxemburg gerade ein Gesetz erlassen hat, das egoistisch Rechte verteilt, zum Beispiel beim Ressourcenabbau im All, aber von Pflichten nichts wissen will. All your days are belong to us. Solche nationalen Gesetze bedrohen den Frieden, den wir 1967 mit dem Weltraumvertrag im All geschaffen haben. You are on the way to destruction. Wir brauchen ein europäisches Weltraumgesetz. Dann müssen wir die europäischen Kompetenzen besser bündeln. Wir haben mit der ESA, also der Europäischen Weltraumagentur, ja einen echten Global Player am Start. Sie ist die Dachorganisation aller europäischen nationalen Weltraumagenturen und arbeitet erfolgreich über Länder und auch sogar über EU-Grenzen hinweg. Und diese Struktur, die müssen wir auch weiter stärken. Aber trotzdem müssen wir alle Entscheidungsbefugnisse, die den Weltraum betreffen, von der nationalen auf die EU-Ebene übertragen. Einschließlich der jeweiligen nationalen Budgets. Und wir müssen die ESA besser subventionieren und gleichzeitig breit in eine öffentliche Space-Infrastruktur investieren. Europa braucht einen zukunftsfähigen eigenen Zugang zum Weltraum. Das bedeutet nicht nur europäische Weltraumbahnhöfe, sondern auch neue Trägerraketensysteme. Um die europäische Space-Wirtschaft anzukurbeln, brauchen wir mehr Risikokapital und wir brauchen öffentliche Investitionen. Ich will, dass die EU ein paar fette Anwendungen bei europäischen EntwicklerInnen in Auftrag gibt. Als allererstes eine europäische Megakonstellation. Superschnelles Internet in ganz Europa. Gratis. Und zwar nicht von einem amerikanischen Milliardär, sondern aus öffentlicher Hand. Auf deinem Handy verfügbar, spätestens ab 2030. Und als nächstes eine europäische Mondbasis. Wenn die ISS 2028 außer Betrieb geht, brauchen wir eine Alternative. Die ESA ist mit ihren Plänen für eine internationale Mondstation schon ganz vorne mit dabei. Zum Beispiel auf einem Testgelände in den Niederlanden ist gerade der Prototyp für eine Anlage in Betrieb gegangen, die Sauerstoff aus Mondgestein gewinnen kann. Die ESA rechnet damit, dass diese Technik schon ab 2025 einsatzbereit ist. Eine europäische Mondbasis ist also jetzt schon in greifbarer Nähe. Die ESA hat in ihrer Agenda 2030 ziemlich visionäre Dinge rausgehauen. Und auch einfach mal frech gesagt, dass sie das gleiche Budget haben will wie die NASA. Ich finde die Forderung gerechtfertigt. Denn die Raumfahrt wird in den nächsten 20 bis 30 Jahren so relevant für unser Leben wie heutzutage das Internet. Wenn wir da als Europa vorne mitmischen wollen, dann müssen wir jetzt fette Investitionen treffen. Deswegen will ich Schwung in die Kiste bringen und diese Forderung in Deutschland und in Europa durchboxen. Dafür will ich zum Beispiel einen Bericht zur europäischen Weltraumregulierung schreiben. Entscheidender aber könnte tatsächlich eher die Konferenz zur Zukunft Europas werden. In den nächsten 2 Jahren werden Ideen gesucht, wie wir Europa voranbringen können. Jeder und jede kann da mitmachen. Ich habe jetzt schon einmal die ganzen Forderungen für eine gemeinsame europäische Raumfahrtpolitik eingebracht. Der Link dafür ist unten in der Beschreibung.
Klickt da gerne mal drauf und unterstützt es und teilt es vor allen Dingen in eurem Bekanntenkreis. Das ist super easy und extrem wichtig. Wie für alles in der Politik braucht man natürlich Mehrheiten. Damit wir die kriegen, könnt ihr mithelfen und dieses Video fleißig teilen und eure Meinung hier in den Kommentaren posten. Aber vor allem, bald ist Bundestagswahl. Nutzt die Chance und sagt den Politikerinnen und Politikern, dass die Raumfahrt mit auf die Agenda gehört. Denn die Sterne auf der Europafahne sind da nicht aus Spaß.